Ich möchte Sie offiziell noch ganz herzlich begrüßen beim Vortrag Ein guter Start ins Leben. Ich freue mich, dass so viele von euch gekommen sind. Begrüßen darf ich ganz herzlich die Polly Allen aus Kalifornien in den USA. Und das ist der Martin Pfanner, der wird die Übersetzung machen ins Deutsche, vom Englischen ins Deutsche und umgekehrt auch die Fragenden. Ja, Polly Allen ist Kleinkindpädagogin in Kalifornien und sie ist eine ganz bekannte Referentin sowohl in Amerika als auch in Europa. Sie ist jetzt the third time you were here in Arbogast? Fourth time. The fourth time? Fourth time. Okay. Also das 4. Mal ist sie inzwischen da in Arbogast und wir freuen uns immer, wenn sie kommt. Ja, vielleicht ein bisschen was zum Inhalt. Also es geht um die Arbeit von Amy Pickler und Magda Gerber. Die Polly Allen ist lange Zeit enge Mitarbeiterin von der Magda Gerber gewesen. Und es geht um die Frage, wie können wir Kinder achtsam ins Leben begleiten. Das ist so die Grundfrage des heutigen Abends. Ja, veranstaltet wird der Vortrag oder das Seminar am Wochenende von Freitag bis Sonntag vom Bildungshaus St. Arbogast und vom Katholischen Bildungswerk. Ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen und interessanten Abend und übergebe das Wort an Polly. Thank you. And I don't know a word she said. I am so happy to be here and overwhelmed actually by the size of this group. Also ich bin sehr glücklich hier zu sein und ich bin überwältigt von der Größe dieser Gruppe, die hier erschienen ist. And Martin will be my voice tonight because I am embarrassed to say I only speak English and I cannot even begin to speak with you in your language. Also es tut mir leid, aber ich kann leider nur Englisch. Martin wird heute für mich meine Stimme sein und ja. What I've told participants in the past in the seminars, because this is my 7th trip to come to Europe to share Magda Gerber's work, is I will speak from my heart, and if you listen with your heart, we're going to be able to communicate and understand each other. Also es ist jetzt meine 7. Reise, in der ich die Arbeit von Magda Gerber weiterführe. Und was wichtig ist, was ich euch allen mitgeben möchte, ist, dass ich von Herzen spreche. Und wenn ihr von Herzen zuhört, dann können wir kommunizieren. I never imagined when I grew up in a small community, a farming community in Tennessee in the States, that I would ever be coming to Europe to talk about babies, and so I only learned English. Also ich konnte mir nie vorstellen, ich bin aufgewachsen in Tennessee, Amerika, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich irgendwann mal nach Europa gehe und über kleine Kinder sprechen werde. So now I tell all the young people, you never know where you're going to end up, so learn many languages. Und jetzt sage ich allen Kindern, sie sollen ja viele Sprachen lernen, weil sie wissen ja nie, wo sie schlussendlich hinkommen werden. And I tell my grandsons that foul language does not count as a language. Ja, und ich sage meinen Enkeln, also meinen Großenkeln, dass die schmutzige Sprache nicht zu einer eigenen Sprache dazugehört. Do you understand foul? Foul, yeah. Bad words. Bad. Yes. Bad language. Yes, yes. Not that my grandsons say foul language, though. Oh my goodness. But just in case they're thinking about it. Ja, also nicht, dass sie jetzt so sprechen würden, aber nur im Fall. And I am assuming that you all are in agreement that the seminar or the presentation tonight can be filmed. It's
okay with you? Also ich nehme an, dass es kein Problem für Sie ist, dass die Veranstaltung heute gefilmt wird und nachher auf eine Internetseite kommt. Also ich hoffe, das ist okay für euch. I will tell you this is the first, because typically I don't allow people to film it because I like to protect the privacy of the participants. Also das ist das erste Mal, dass ich das jetzt erlaube. Normalerweise möchte ich die Privatsphäre meiner Seminarteilnehmer schützen. The other thing that happened when I was growing up is I grew up stuttering a little bit. And because of that, I speak slowly. So many people can understand my English. And I'm hoping that many of you can understand me as I'm speaking. So. Also die eine Sache ist auch noch, dass ich aufgewachsen bin und dass ich ein wenig stottere. Darum spreche ich sehr langsam und so dass alle mein Englisch verstehen werden, also so fast. And then I tell people you can come and visit me in California if we get through this together. And so far, you can, really. And so far I have 7, but not all at the same time. But so far I have 7 people who have come to visit me at different times in California. And some for a week and some for only a few hours. But it has been delightful. So you're invited. Also wenn ihr wollt, also jeder, der hier teilnimmt, kann mich gerne in Kalifornien besuchen kommen. Ich hatte bis jetzt schon 7 Leute, die mich besucht haben. Die einen ein paar Tage, die anderen nur ein paar Stunden. Also ihr seid alle eingeladen, zu mir zu kommen. My work with young children began because I think I grew up wanting to be with children. That has always been my passion from a very young child. Also der Grund, wieso ich jetzt mit Kleinkindern gerne zu tun habe, war, dass ich aufgewachsen bin und immer dass mich das immer interessiert hat. And I began as a Montessorian, understanding Montessori philosophy, and then began to work in a child care setting where children were cared for while their parents worked. So it's Montessori. Montessori, they will understand Montessori. Okay. Also ich habe mit einer Montessori-Philosophie angefangen und nachher in einem Kinderpflegeheim weitergearbeitet. Is he doing okay? Because I like him. He's already coming to California next year. We already have it arranged. And in this child care setting, we started to have infants coming into child care because more and more women had to go out to work in child care. Also wir hatten in unserer Kinderanstalt immer mehr Babys, also Kleinkinder aufgenommen, weil die Mütter auch arbeiten mussten. And so mothers were leaving their babies as they had to go out to work. And in my background, nothing prepared me to work with young infants in groups. Also die Mütter kamen dann einfach und ließen ihre Babys zurück und fuhren dann direkt zur Arbeit. Und ich hatte keine Erfahrung zuvor mit solch kleinen Kindern, also mit Babys. So I went back to study with Magda Gerber, who was at that time thought of as a radical in the United States because she had all of these strange ideas about natural development for infants and toddlers. And in our society, that's not quite how people generally thought that children should be raised. Also ich ging also zurück zu studieren mit Magda Gerber, die eine sehr besondere Art hatte, die eine sehr besondere Betrachtungsweise hatte, was jetzt die Erziehung von Kleinkindern angeht. Sie hatte sehr besondere Ideen, die mich auch fasziniert haben. And I think because of my Montessori background, what she had to say about young infants resonated with me. And so I began to study with her and studied and worked with her for over 25 years. Also ich habe dann mit ihr studiert und gearbeitet für
25 Jahre, weil mich die Arbeit von Magda Gerber wirklich inspiriert hat. And Magda had come from Budapest, Hungary during the Hungarian Revolution, and she and her family left there and came to the United States to bring, and she brought this work that she learned from Dr. Emmy Pickler at the Pickler Institute in Budapest. Also sie kam direkt von Budapest während der Revolution und nahm das Gedankengut von Emmy Pickler mit. Und sie hatte auch an der Pickler-Universität studiert. Are you familiar with Dr. Emmy Pickler's work? Everybody knows Anna Tardos and Pickler's work? Yes. Magda was successful in adapting Dr. Pickler's work to the American family lifestyle. Ja, also die Magda Gerber war sehr talentiert. Sie hat das Werk von Dr. Pickler also auf die USA adaptiert und zu den Vereinigten Staaten rübergebracht. And I was so curious and interested in Dr. Pickler's work that I went there to study in 1986 with Dr. Anna Tardos and her colleagues. Und ich war so neugierig über Dr. Picklers Arbeit, dass ich direkt da hingegangen bin, um dies zu studieren. And I began to read and study everything that I could that was in English that Dr. Pickler or Anna Tardos and her colleagues wrote. Also nahm ich mir alles, was ich in die Finger kriegen konnte, was auf Englisch war und dass ich was von Dr. Pickler und seinen Kollegen verfasst wurde. And then I went back in 2005 and studied again some more, and then I presented at the International Conference in 2007, and then in this year, just a few months ago, I went back again for 2 weeks to study with Anna and her colleagues again. Also 2007, was war das? 2007, what did you... In 2007, I should have stopped, I'm sorry. I went in 2005 to study with them. Also ich bin 2005 zu ihm gegangen, um mit ihm zu studieren, und 2007... In 2007, I presented at their international conference. Okay, und 2007 habe ich das Ganze auf der internationalen Konferenz präsentiert. And then in June, I went for 2 more weeks to study with Dr. Pickler. Und im Juni bin ich noch 2 Wochen mehr studieren gegangen mit Dr. Pickler. Pardon? Tardos. Yes, Anna Tardos. Yes. And as I left Anna this time, because now I have known her for some years, I told her I learned even more, because it's what you learn after you think you know it all that really counts. Also als ich dann fertig war mit Anna Tardos, mit dem Studium fertig war und ich dachte, dass ich alles wusste über das, habe ich noch weitergemacht, weil man sollte immer dann weitermachen, wenn man denkt, man wüsste alles. But because of my interest in that work and in the work that I learned from Magda and my associations with Magda, I have really become interested in helping people, parents and professionals, to see their infants in the unique way that Magda taught me to see infants. Also weil mich die ganze Arbeit von Magda Gerber und Anna Tardos so interessiert hat, erweckt es in mir auch das Interesse, dies den anderen Leuten weiterzugeben. Also diese besondere Weise mit die Babys zu betrachten und auch die Betrachtungsweise und die So now I want to know about you. How many are parents with babies? Also jetzt möchte ich von euch wissen, wie viele Eltern es unter euch gibt mit Babys. How many are parents who are thinking about having a baby?
Wer denkt gerade nach über eins? In one of Magda's videos, one of the famous actors who studied with Magda said, "This work is for everybody who has a baby or who's ever been a baby." Okay. Also ein Video, der sich mit Magda Gerbers Arbeit sehr befasst hat, gesagt, dass dieses Material ist für Leute, die ein Baby haben und auch für die, die mal ein Baby waren, also für alle in dem Sinne. How many are professionals who work with children in group child care, where the mothers bring their children and then go home again? Wie viele Leute gibt es hier, die sich in solche Kleinkinderpflegeanstalten beschäftigt sind? How many are working with parent-infant groups, where parents come and they are with their babies? Wie viele von euch arbeiten mit in Mutter-Kind-Institutionen, wo sie die Kinder bringen, also wo die Mütter die Kinder dazu bringen? Okay. We always have a mixed audience, and I have to tell you that I talk with professionals who work with babies in groups in a much different way from what I talk with parents. Also es gibt hier eine sehr durchgemischte Gruppe und ich muss dazu sagen, dass ich mit den professionellen Leuten, die Erfahrung auf diesem Gebiet haben, ganz anders rede wie mit Leuten, die keine Erfahrung damit haben. And the reason, and so this weekend in the seminar, the greater focus will be on professionals who work with children in groups, although parents might learn. And I think tonight I will try to focus a lot on the parents, but the people who work with children in groups will learn. So, but there is different, and it all is within the context of the relationship. Okay, also auf den Seminaren werde ich eher auf die professionellen Leute eingehen, die wirklich mit Kindern schon mehr zu tun gehabt haben. Und heute möchte ich besonders auf die Eltern eingehen. Aber man muss das immer im Kontext sehen. Also. As Dr. Pickler and Magda would often say, being a good enough parent is good enough. But if you are a professional, the care must be excellent. Okay, also Magda Gerber und Dr. Pickler sagten, es ist genug, ein guter Elternteil zu sein, aber wenn man professionell sein will, dann muss die Pflege fürs Kind exzellent sein. And we are learning so much about that stage of development between birth and 3 years that it is, for me, so important for those children that we get it right. Wir lernen so viel über die Phase zwischen Geburt und den ersten 3 Lebensjahren, dass es mir sehr wichtig ist, dass wir als Eltern das jetzt richtig bewachen. But the parent-child relationship is so special and unique that good enough is good enough. But the relationships with children who are left alone with a caregiver or a professional, the relationship is different, as it should be different. And so that is what we really want to help professionals to understand, the essence of their relationship and the importance of the caring. Also, wie ich schon gesagt habe, gut ist gut genug als Elternteil, aber wenn man sich jetzt die professionelle Pflege ansieht in diesen ersten 3 Jahren, dann ist das ganz eine andere Beziehung. Und das ist das, was ich den professionellen Leuten auch klar machen möchte, dass es auch gut so ist, dass die Beziehung auch so sein soll, aber dass sie eben dessen bewusst sein sollten, dass sie anders ist wie bei einer Mutter-Kind-Beziehung.
Now, I want to talk a little bit about the presentation for this evening. I would like for it to be, as soon as I stop talking, to be a dialogue versus a lecture. So I did not come with lots of notes to lecture from. Also ich möchte, dass dieser Abend, möchte jetzt kurz über den Verlauf dieses Abends sprechen. Ich möchte, dass es so eine Art Dialog, ein interaktiver Dialog wird, wo wenig vorgelesen wird. Ich möchte euch sehr mit einbeziehen. And one of the reasons I did not come with a lecture to present to you is because I want this time together to be responsive to your needs. Also der Grund, wieso ich jetzt nicht mit einer einfachen Vorlesung daherkomme, ist, weil ich auf eure Bedürfnisse eingehen möchte. And so I won't know your needs until we begin our dialogue. Also bevor es keinen Dialog gibt, weiß ich auch nicht über eure Bedürfnisse. Also ich möchte den Abend nachher so gestalten. For those parents or those people who want to be parents in the future, I can tell you that I already believe you are very good parents. Also für alle Eltern und die es noch sein wollen, werden wollen, ich glaube, dass ihr sehr gute Eltern jetzt schon seid. The fact that you are here tonight wondering about infants already tells me that your child is in good hands. Also nur, dass ihr heute Abend gekommen seid und Interesse zeigt, wie ihr mit Kleinkindern umgehen, wie man mit Kleinkindern umgeht, zeigt mir schon, ihr werdet gute Eltern werden. And as some questions might come up from you and we try to answer it, I want to tell you, you already know the answer. Und falls irgendwelche Fragen aufkommen, die an mich gestellt werden, möchte ich euch sagen, ihr wisst schon die Antwort. And if you don't know the answer, that little one who is in your arms or who's running around your house knows the answer. Und selbst wenn ihr die Antwort nicht wisst, der Kleine, der zu Hause herumspringt, weiß es. But I know it can be confusing to be a parent because there are so many books and so many experts who tell you this is the way to raise the baby. Aber ich weiß auch, dass es sehr verwirrend ist, ein Elternteil zu sein, weil es so viele verschiedene Bücher gibt und Experten, die einem genau sagen, so ist es richtig, so muss man sein Kind erziehen. And what one person says is different from what another person might be saying. And so there's always conflict from the experts. Und die Meinungen der Experten unterscheiden sich und so kommt man noch mehr in Verwirrung. Even for me and my work, I think it was several weeks ago, I picked up our very popular magazine Newsweek, and there was an article about flipping your baby. Also, und auch für mich ist das sehr verwirrend. Ich hatte vor ein paar Wochen das in den USA sehr bekannte Magazin Newsweek gekauft und da war ein Artikel über Flipping Babies, also Babys herumschmeißen. And the information was that the babies need tummy time. And one of the experts who contributed to this was a physical therapist who said that babies initiate all their movements from their stomach to build up their core muscles. Also und was die Experten da in der Zeitschrift gesagt hatten, war, dass das Baby sogenannte Bauchzeit braucht, indem es einfach alle Muskeln im Bauch anspannt und das wäre gut für das Baby. And everything that I have learned from both Pickler and especially from Magda is that babies' life starts on their back, and when they are ready to be flipped, they can flip themselves. Ja. Also was ich gelernt habe durch Magda Gerbers Arbeit und Dr. Picklers Arbeit ist, dass die Babys auf dem Rücken zur Welt kommen und wenn sie sich umdrehen möchten, dann sind sie selber bereit dazu und sie müssen das auch selber dann machen. Also man sollte sie nicht umdrehen. And so I was reminded of a question that Magda always asked parents. Who knows best how to be a baby? Ja, und da möchte ich auf eine Frage von Magda Gerber zurückweisen, die sagte,
wer weiß am besten, wie es ist, ein Baby zu sein? Who? The baby. The baby. And yet that is the one person we very seldom go to get our information. Und das ist die Person, wo wir eigentlich am seltensten hingehen, um unsere Information zu bekommen. And it's because we don't trust that the baby knows. Und das ist, weil wir dem Baby nicht vertrauen und wir glauben, dass das Baby nicht weiß. And so Magda taught me to see babies with new eyes. Also sagte mir Magda, ich muss die Babys mit neuen Augen ansehen, sie neu betrachten. But what I know about babies and continue to learn about babies comes from my work with babies, observing the infants. Und also alles, was ich vortrage, alles, was ich jetzt alles, was ich gelernt habe, kommt direkt von den Babys, indem ich sie einfach auf längere Zeit betrachte. And so often people get frustrated with me because I cannot help them solve the problem with their baby, especially those people who email me, and I get lots of email requests about problems. Ja. And it's und viele regen sich dann auf, dass ich nicht genau auf das Problem von ihrem Kind eingehen kann. Und ich bekomme dann auch haufenweise E-Mails über verschiedene Probleme. And it's because while I know a lot about babies, I don't know enough about the individual child, their child, until I can spend time with them in their family observing. Und wieso ich nicht genau eine Lösung für jedes Problem finde, ist, weil ich weiß zwar viel über Babys im Allgemeinen, aber nicht über die Individualität des Einzelnen. Und ich kann erst das Problem lösen, wenn ich ein wenig Zeit mit dem Baby selber verbringe. Does that make sense? Macht das Sinn? If I could know all the answers, though, I would be giving you those answers. I have an activity that I want us to do. Also ich habe jetzt eine Aktivität für euch. Ich möchte das gerne jetzt machen. And if you have done this activity before, I would like for you not to tell anybody. And if you have it figured out, I would like for you not to tell anybody. Just do your work alone. Okay, und wenn jemand diese Aktivität kennt, bitte nicht weiter sagen. Und wenn jemand das also Funktionsweise herausgefunden hat, bitte auch für sich behalten. Einfach nur schön mitmachen. Okay. Thank you. Yes. Also was draufsteht, also was ist es? Dieses faszinierende Bild ist keine Illusion, es ist eigentlich eine Fotografie von einem sehr bekannten Subjekt. Entschuldigung. Könnt ihr es sehen? Is there anyone in the room who has seen this before? Okay, this will be interesting. I never know how these things are going to turn out, so we'll see. Okay, what do you see? Was seht ihr auf dem Bild? What do you see? What do they tell me what they see? Was seht ihr? Ich möchte, dass ihr mir sagt, was ihr da seht. Oh, what? A head of a baby. A head of a baby? So you know what babies' heads look like, right? Yeah. Also Sie wissen, wie ein Kopf von einem Baby aussieht. Yeah. A what? A big tongue. A big tongue. Tongue, ja. So you're familiar with tongues? Also weißt du über Zungen Bescheid. Yeah. Anybody else see anything? A penguin
in the Arctic. A penguin. Yeah. So, and you don't even live at the Arctic, and you know what penguins are like, right? Yes. Also du wohnst nicht mal dort, aber du weißt es. Anything else? Come on, guess. Eine Schildkröte. Turtle. Yeah. A turtle? Oh, so you're familiar with turtles. Yeah, you know what turtles look like. No one has said, oh, it looks like a cloud formation of an angel on it. Also niemand hat bis jetzt gesagt, dass es ein wolkenartiger Engel sein könnte. Is it a mystery? Yeah. Do you wonder what it is? Fragt ihr euch, was es sein könnte? So? Do you want? See, what you were doing when you were telling me is you were using your past experiences and projecting what you see. Also was ihr jetzt gerade gemacht habt, ihr habt einfach die zurückliegenden Ereignisse dazu genommen, um das Bild entziffern zu können und die einfach hier drauf projiziert. And that's what many people do when they see a baby. Und das ist das, was viele Leute machen, wenn sie ein Baby sehen. We see the baby through filters of our own life. Wir sehen das Baby durch Filter von unserem eigenen Leben. If you have had a very robust, rambunctious toddler in your group, and now you have the new baby brother, you often see, oh, he's going to be like his brother. Wenn ihr einen richtigen Raufbold als erstes Kleinkind hattet und dann ein zweites dazu bekommt, dann seht ihr, ach ja, also der wird mal genauso wie den, was ich schon habe. And what happens is you begin to look for signs that tell you he's like his brother. Und was ihr dann macht, ist, ihr sucht dann Anzeichen dafür, die dafür sprechen, dass er dann mal genauso wie der Bruder wird. But what I want to suggest is you would not know the new baby in the family until you see that baby through new eyes. You only see that baby without the filters. Was ich euch vorschlagen würde, wäre, dass ihr das Baby einfach ohne diese Filter seht. Dass ihr einfach das Baby mit neuen Augen betrachtet. So I want to help you to see what's on the card. Are you interested? Also ich möchte euch jetzt helfen zu sehen, was eigentlich auf der Karte ist. Okay, if you will turn the card like this, so the words are here. And if you will look, it's very shadowy, but you can see. What do you see? Can you see something? Did anyone pick it up? A Maus? A mouse? No, that's not a mouse. Keep looking. A cow? Can you see the cow? Can anyone see the cow? Also es ist eine Kuh. Kann irgendjemand die Kuh sehen? Does everyone see the cow? Do you see the cow? Also sieht es jetzt jeder oder? Okay. Now I want you to turn the card and look at it. Can you still see the cow in a different direction? Keep looking. Also jetzt die Karte umdrehen und einfach nachsehen, ob sie immer noch die Kuh sehen. Now turn it again and keep looking, observing. Can you still see it? Weiterdrehen und schauen, ob ihr sie immer noch erkennt. Now we won't have time to do it tonight, but if you spend time with it, pretty soon it's so clear. Any direction you can see the cow.
Also wir haben jetzt heute nicht genug Zeit, aber wenn man das länger macht, dann wird das ganz klar und man kann in jeder Richtung die Kuh sehen. I want to suggest that's how it is when we begin to see infants without filters. Is that once we see them as competent beings, Also das ist genau eine Anspielung auf das, dass wir die Kinder erst ohne die Filter sehen müssen. Und wenn wir das erreichen, wenn wir also die Kuh sehen so, dann und anerkennen, dass die Kinder kompetente eigene Wesen sind, then it's difficult to see them any other way. dann ist es schwierig, sie in einen anderen Weg, also in einer Now in this Right. evening, oh, I'm sorry. Ist okay. In this evening presentation, there is not enough time to spend with that. I just want to introduce the idea. Also ich möchte euch nur die Idee vermitteln. Wir haben heute leider nicht genug Zeit, um das durchziehen zu können. Is that it is possible to see their competencies once we begin to take out all those other things that get in our way of seeing it. Also die Idee ist, dass wir die ganzen Kompetenzen von den Kleinkindern sehen können, indem wir unsere Filter einfach weglassen. We see children from, many of us, from our own childhood, our own pain, our own happiness. And that's what we project onto the infants. Wir verbinden die jungen Leben, also die Babys, mit unserer Kindheit, mit unserem Schmerz, mit unserer Freude. Und genau das sollten wir unterlassen. Wir sollten die Filter rausnehmen. And we can read a book about how infants are developing, and we can begin, even if it's incorrect information, we will begin to look for signals to prove that the book is right. Und wenn wir ein Buch über Kleinkinder, über Babys lesen, dann werden wir immer Anzeichen dafür suchen im Kind, dass dieses Buch auch stimmt, also dass die... Ja. And sometimes parents will say to me, oh, my first child was just like this book, but my second child is not. And I tell them the child didn't read the book, I guess. Also es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, ja, also mein erstes Kind, das ist genau gleich wie in diesem Buch geschrieben, aber mein zweites überhaupt nicht. Und darauf sage ich dann, ja, das zweite Kind wird das Buch wohl nicht gelesen haben. But even with parents and professionals, if you can imagine what it would be like when you meet new people and they judge you or see you through the filters of other people that are not like you. Also wenn man sich so vorstellt, dass die Leute einen anschauen durch Filter und anfangen dich so zu sehen, wie du eigentlich gar nicht bist, dann beginnt man nachzudenken. For example, in the States, women who have red hair are thought to be stubborn and throw temper tantrums. Also in den USA sind Frauen mit roten Haare, also die behauptet man, dass die, I didn't understand that, stubborn. Stubborn or throw temper tantrums. Aber dass sie sehr temperamentvoll sind. Yes, Ja. yes. And so when they see me, they think, oh, she's stubborn. Also wenn sie mich sehen, dann denken die meisten Leute, oh, sie ist so temperamentvoll. And they look for signals to prove that they are right. Und dann suchen sie Anzeichen, wie gesagt, dass dieses Argument richtig ist. And so sometimes they don't get to know who I really am. Und manchmal, also durch das, dass sie sich eine vorgefertigte Meinung machen, lernen sie mich selber nicht wirklich kennen, wie ich wirklich bin. Can you relate to that? Yes. And so that's what we want, is for people to know us, but we also, the baby wants and needs us to know their unique ways. Also wie wir auch wollen, dass die Leute uns ohne Filter sehen,
möchten, dass die Babys auch in einem einzigartigen Weg. Okay, so can you pass your cow cards back to the... Thank you. In one of her videos, Magda makes the statement that being a parent is an impossible profession. In einem Video von Magda Gaber macht sie das Statement, dass es unmöglich ist, ein Professioneller in der Erziehung zu sein. It's a difficult thing to do. Es ist eine sehr schwierige Sache. Because we raise our babies with the information from the past. Weil wir unsere Kinder mit der Information von der Vergangenheit aufziehen. So often we raise our infants the way we were raised. Und öfters kommt es vor, dass wir unsere Kinder so erziehen, wie wir erzogen wurden. And we are going to prepare them for some unknown future that we know nothing about. Und wir werden sie auf eine ungewisse Zukunft vorbereiten, worüber wir And so now we are working so hard in the States, some people are, to make our babies learn faster and better, so they'll be prepared for the future. Und in Amerika ist es so, dass die Eltern ihre Kinder also so viel in die Arbeit reinstecken, in die Erziehung, weil sie wollen, dass die Kinder es in der Zukunft sehr gut haben. And they rush them, they push them. Und sie machen das zu schnell, sie überfordern das Kind sozusagen. Do you do that in Germany or in Austria? Oh, come on. No. Oh, yeah. I say that with much respect because I have this, when I come, I observe the children, I observe the parents, and you're always so nice that I think, oh, they still do it very nice. Ja, also ich sage das mit Respekt, weil immer wenn ich hierher komme, dann sehe ich immer all die Eltern und sie machen da, also sie geben mir den Anschein, dass sie das wirklich sehr schön machen und ich denke mir immer, ja, das ist gut so. So I want us to spend a few minutes to think about that great unknown future that even I, at my age, cannot even imagine what it's going to be like. And I want you to think about our infants at that time. And think about the qualities, the characteristics, the skills that our infants will need in that great unknown future. Also heute Abend möchte ich über unsere große, ungewisse Zukunft reden. Und ich möchte auch, dass ihr euch überlegt, was unsere Kleinkinder, unsere Babys wirklich brauchen, was für Charakteristiken, was für Fähigkeiten, um in dieser ungewissen Zukunft es gut zu haben. So spend a few minutes with someone close to you and talk about what would our babies need in this great unknown future. Also bitte sucht euch alle einen Partner und redet ungefähr 5 Minuten darüber, was nötig ist für die Babys jetzt, für die Zukunft. And hopefully it will not be how to use that laser thing. Hoffentlich geht es dann nicht um die Laserschwerter und so. But what are the qualities do they need to live on this earth with other people? Aber welche Qualitäten braucht es, um in Zukunft ein gemeinsames, ein Miteinander möglich zu machen? So make a little list.
Also macht euch eine kleine Liste. So can we come back together? Also könnten wir das Ganze jetzt abschließen und wieder. And Marlies is going to make a list for us. So what will our babies need for the unknown future? Also Marlies wird jetzt eine Liste machen und ich frage jetzt euch, was werden unsere Babys in Zukunft brauchen? Tolerance? Tolerance? Fantasie. Fantasy? Fantasy. Oh, English speakers in our house. Love and affection? Love and affection. Confidence? Confidence. Respect? Respect. Mitschwingungsfähigkeit. The ability to go with the flow. Oh, Selbstständigkeit. Autonomy. Mitschwingungsfähigkeit. Mitschwingungsfähigkeit. Was war das? Selbstständigkeit. Autonomy. oh, autonomy. Autonomy. Yes. Empathie. Empathy. Yes. That is a very big word. Ein Ausglagen. Respekt. Also Selbstständigkeit, ja. Noch jemand? Achtsamkeit. To be awareness. Awareness. Vertrauen. Trust. Trust. Liebesfähigkeit. The ability to love. Yes. Beziehungsfähigkeit. Communication. Communication. It's not communication, it's the Relationship. relationship. Yeah. Relation. Relate. Yes. Other things? Irgendwas anderes noch? Geduld. Geduld? Patience. Patience. Sie müssen wissen, wer sie selber sind. They have to know who they are themselves. A good sense of self. Yes. Just Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Was? Ja, das ist die ganze Selbstbewusstsein. Wer bin ich? Wer bin ich? Identität. Ja, Identity. Identität. Ja, Identität, ja. Ist besser. I don't know how to translate this, but a curiosity also. Dass man einfach neugierig ist. Neugier. And another word is tenacity. Tenacity, I'm not familiar with that. They want to do it. They stick to it. Nothing will. Okay. To be very focused on something? Or? Yes, and to keep wondering about it. Was sagst du? Durchhaltevermögen. Ausdauer. Are you starting to get what they really need? And it looks so easy. Es sieht so einfach aus, also ihr wisst ja eigentlich schon, was es benötigt. And it appears to be so simple that parents will say, of course they can do that.
Und es scheint so einfach, so simpel, dass die Eltern sagen, ja klar, das können sie nachher alles. But I want to suggest that many parents find it easier to teach children their numbers and letters Also ich glaube, es ist einfacher für die Eltern, den Kindern ihre Nummern und Briefe beizubringen. Zahlen und Buchstaben. It's easier to teach that than this. Also es ist einfacher, das dem Kind beizubringen, wie all das hier. And it's sometimes thought to be more worthwhile to know the letters and the information than to have these qualities. Und manchmal scheint es so, als ob das Zahlen und die Zahlen und die Buchstaben mehr zählen wie all das hier. Do you agree? Seid ihr einverstanden mit mir? So? Of course, you're here at this seminar. Of course, you're one of the believers already. I'm singing to the choir. Ja, also natürlich wisst ihr alle schon Bescheid. But in my work, because now I work in educational programs to help other adults who are going to be working with children in groups, I work with them at the university, in the community colleges and in seminars. Also ich arbeite mit den Leuten in Gruppen, in Hochschulen, in Universitäten. Ich arbeite mit denen zusammen. And when we talk about respecting the child, I find for some it's very difficult to understand the essence of respect because they have not truly experienced it themselves. Und wenn es darum geht, das Kind es Respekt entgegenzubringen, ist es für manche sehr schwierig, die Essenz des Respekts also zu verstehen, weil sie es selber nie wirklich erfahren haben. And what often happens in those courses is that we have to do some personal activities for them to work on their own experiences. Und was öfters in diesen Kursen vorkommt, ist, dass wir Aktivitäten machen müssen, wo sie sich mit sich selber beschäftigen und an sich selber arbeiten. Because it goes back to what we were saying earlier, as they see babies through their personal lenses or their filters. Und genau das geht wiederum auf das zurück, was ich vorhin schon gesagt habe, auf die Filter. Sie sehen das Kind mit einem bestimmten Filter. And Anna, actually, we were discussing this this summer, is in preparing people, both parents, but especially for professionals, who are going to work with children in care. It's important to understand what their childhood was like. Also in diesen Kursen, in diesen Seminaren diesen Sommer ist es auch wichtig für Eltern wie auch für Professionelle, dass es wichtig ist, ihre Kindheit zu verstehen, wie es bei ihnen war. And it's not to say that only those people who had perfect childhoods will make the best teachers, but it's important to recognize that they might have filters that we need to work with. Und es ist nicht gesagt, dass die mit der besten Kindheit auch die besten Lehrer sein werden, aber es ist definitiv so, dass sie bestimmte Filter nicht haben, die wir wiederum haben. And that also goes for parents. Parents often say, as I did, I will never do that when I'm a mother, and I will never say those things to my child that my mother said to me. Und das gilt auch für die Eltern, die sagen, ja, ich werde nie so agieren wie meine Eltern, ich werde nie das zu meinem Kind sagen, wenn ich dann mal Kinder habe. Das gilt auch für sie. And when things are going very smooth,
I can do all the things that I know I'm going to do. I can do everything in the correct way. Und wenn alles glatt läuft, dann kann ich alles auf dem richtigen Weg machen. But when I am feeling stressed, when my children were young and I was feeling stressed and they were being very active, all of a sudden my mother's voice came out and said, "Sit down and shut up." Ja, und wenn ich dann aber gestresst war, kam wieder meine Mutter durch und auch von der Stimme her, da sage ich, setz dich hin und gib Ruhe. But none of you do that, right? Aber niemand macht das. Great. I'm proud of you. Ich bin stolz auf euch. And so that's why it's important to always be in touch with our story or our past. Und darum ist es wichtig, auch immer verknüpft mit unserer Kindheit zu bleiben, mit unserer Vergangenheit. And one of my students said to me recently that she is trying to get rid of all her stuff. Und eine Studentin sagte einmal zu mir, dass sie jetzt gerade versucht, alles hinter sich zu lassen, alles einfach loszuwerden. And I told her that I don't believe you get rid of your stuff. I believe your stuff is a part of who you are. And our goal is to learn to control our stuff and put it in the proper perspective. Und ich sagte ihr, ich glaube nicht, dass es das Richtige ist, dass du versuchst, dein Zeug einfach wegzuschieben. Ich glaube, das Zeug ist ein Teil von dir und wir müssen lernen, wie wir mit unserem Zeug richtig umgehen. Does that make sense? Okay. Dr. Pickler said, and Anna Tardos really expands on that, is we introduce the baby to the world through our hands. Also was Dr. Pickler und Anna Tardos baut auch auf das auf, ist, dass wir die Babys durch unsere Hände in die Welt tragen. And in her work she says that when we have a friendly face but rough hands, the baby gets mixed messages. Und was noch gesagt wird, ist, dass wenn wir ein freundliches Gesicht machen, aber raue, unvorsichtige Hände haben, dann bekommt das Baby verschiedene Signale und And Magda refers to them as waiting hands. Waiting hands. Und Magda sagt, es sind wartende Hände. It's interesting because there is a short video clip that I sometimes use in my work of a baby at a Pickler, and he wants a scarf that another child has. Also es gibt ein kurzes Video, was ich auch manchmal für meine Vorträge verwende, und da ist ein Kind und das möchte einen Schal. And so he puts his hand, and he's a tiny baby, like just crawling. Also ganz ein kleines Baby, hat gerade angefangen zu krabbeln. And he puts his little hand out like this and waits. Und das Baby nimmt die Hand, streckt sie so aus und wartet auf den Schal. And so when I show that video clip to my students, I ask them, where did he learn that? Und wenn ich das meinen Studenten zeige, diesen Videoclip, dann frage ich sie, wo hat er das wohl gelernt? And they say, from the nurses at Pickler. Und sie sagen dann von den Schwestern bei Pickler. And then I ask them, when a child in your group wants something, what does that child do? Und dann frage ich sie, wenn ein Kind in eurer Gruppe etwas will, was wird es dann machen? And they say, they grab it and take it away. Und dann sagen sie darauf, ja, sie nehmen es sich einfach, sie nehmen es weg. And then I ask, where does that child learn that? Und dann frage ich nochmal, wo lernt das Kind sowas? And they say, from their parents. Und sie sagen,
But it's interesting that so often we want our babies, especially our toddlers, to be with each other in respectful and kind ways. And yet our adult behavior does not do that. Also das ist sehr interessant. Wir wollen immer, dass unsere Kinder sehr respektvoll miteinander umgehen, obwohl wir das selber auch nicht können. And that's what you were referring to when you were saying this is how our babies learn these things is from us. Und genau darauf haben Sie sich vorhin gestützt. With parents, your relationship is so special that if you take something quickly, but for people who give care and group care, it can't be that way because your relationship is different. And it's all related to attachment. Also in einer Mutter-Kind-Beziehung bei den Eltern ist es ganz was anderes wie jetzt, das ist eine sehr besondere Beziehung. Da kann man sich schon nehmen, aber in der Öffentlichkeit, in anderen Gruppen geht das natürlich nicht und es ist immer, ja, das war's eigentlich. It's all with attachment, did you say that? It's all with Attach in the Attached to relation. what? Attached to the relationship. Ach so, es ist alles auf die Beziehung. Yes. Yes. Because the attachment relationship with parents is different from the attachment relationship with the carer. And it should be. We want it to be that way. Also die Verknüpfung mit der Beziehung ist anders. Also die Beziehung zu den Eltern ist anders zu der Beziehung von der Pflege, zu der Pflege und wir möchten es aber auch genauso haben. And in the seminar on the weekend, we will be spending not a lot of time, but more time on the attachment, especially in group care. Und am Wochenende möchten wir mit diesem Thema mehr Zeit verbringen, besonders in Gruppenpflege. We will also be spending more time about the important things that our infants and toddlers should be learning at this period in order to prepare them to live for the whole life. Und wir möchten uns auch mit den Dingen befassen, die die Kleinkinder in dieser Phase ihres Lebens unbedingt brauchen, um nachher die Zukunft gut zu meistern. So often our parents in the States will say, I want to know how are you going to prepare my toddler, infant and toddler, for kindergarten. Und also Leute in den Vereinigten Staaten möchten dann immer von mir wissen, wie werde ich jetzt ihre Kleinkind auf den Kindergarten vorbereiten. And kindergarten in the States starts when they are 5 years old. Und Kindergarten beginnt anders wie bei uns mit 5 Jahren in den. And I encourage the students and the staff to tell the parents or to share with the parents, our goal is to prepare them for life, Ja. not just for kindergarten. Und ich sage dann immer darauf, dass es nicht unser Ziel ist, sie für den Kindergarten vorzubereiten, sondern unser Ziel ist es, sie für ihr ganzes Leben vorzubereiten. And if we take care of that work first, they will also learn their letters and those things that so many educators feel is necessary for kindergarten. Und wenn wir mit diesen Dingen beginnen, dann werden sie ja auch problemlos die anderen Sachen lernen, also Zahlen und Buchstaben, was die Lehrer einfach wollen von den Kindern. Wir müssen mit diesen zuerst beginnen. I often say to my students that babies are born with two goals, two agenda that they need to do. Und ich sage oft zu meinen Studenten, dass Babys mit 2 Zielen geboren werden. And this is what they need to do in that first 3 years of life. Und das müssen sie in den ersten 3 Lebensjahren unbedingt tun. One is, how do I figure out how the world works? Wie finde ich heraus, wie die Welt funktioniert? And they want to explore and discover in their own way.
und sie möchten die Welt so erforschen, wie sie es wollen, in ihrem eigenen Weg. And it's almost like all of their activity is around figuring out how the world works. Und es scheint fast so, dass all ihre Aktivitäten darauf basieren, herauszufinden, wie die Welt denn wirklich funktioniert. And their other goal is to figure out how do I control these giants. Und das andere Ziel ist, wie kontrolliere ich die Riesen, also in dem Sinn die großen Eltern. In other words, how do I fit in this relationship? In anderen Worten, wie passe ich in diese Beziehung? There is so much that is coming out with the new brain research that I get very excited, and I constantly read all of the new research on brain development. Und es gibt so viele neue Sachen über Gehirnforschung, dass ich mir immer die neuesten Dinge heraussuche und immer auf dem neuesten Stand bleibe. Because when I went to school, back in the old days when Jesus was still a tiny boy, Also als ich noch zur Schule ging, I learned that babies are born with an empty slate. also da habe ich gelernt, dass Babys mit einem leeren Kopf, also Gehirn, leeres Blatt irgendwie geboren werden. And then I began to study with Magda Gerber and find out all of these amazing things about babies. Und dann habe ich zu studieren angefangen mit Magda Gerber, um all diese unglaublichen Sachen über Babys herauszufinden. So the brain research proved that what Pickler and Gerber taught me before the brain research was true. Also die Gehirnforschung hat herausgefunden, dass das, was ich vor der Gehirnforschung mit Magda Gerber herausgefunden habe, auch richtig war. But as parents and sometimes professionals began to read the brain research, they all went out and they bought music by Mozart, and they bought the flashcards and all of these things to help the brain grow faster. Und mit diesen Gehirnforschungen kaufen sich auch Leute viel so Blitzlichter oder Musik von Mozart, um diesen Prozess des Gehirnwachsens zu beschleunigen. But what they failed to read in the research, and Dr. Bruce Perry really talks about a lot, is the number one factor for optimum brain development is a trusting relationship with a significant adult, preferably the parents and the mother. Aber was viele überlesen haben bei diesen Gehirnforschungsartikeln, ist, dass der Grundbaustein für eine gute voranschreitende Gehirnentwicklung die Beziehung zu einem Elternteil ist, die gute Beziehung. And now the most recent brain research is talking about how important attachment is. The attachment relationship with the parent, the mother, preferably. In those first few years, that's how the child is able to organize the brain to develop a sense of self and is attached to that mother to get that information. Und nun spricht die Gehirnforschung besonders von also vorwiegend bei der Mutter, die Verbundenheit zur Mutter, also dass die Verbundenheit zur Mutter sehr wichtig ist, um eben das Lernen möglich zu machen beim Kind. And the brain imaging process that now we're able to really look at the brain and see what's happening. Now the most current thing is telling me that what Magda was saying when she talks about holding the baby and the mother's gaze
or the adult gaze is a really critical thing that happens, because that's the beginnings of building that relationship and building the sense of self. Und in der Zeit von der Computertomographie und der Positronen-Emissionstomographie kann man jetzt sehen, dass wie das Gehirn wirklich arbeitet, wenn die Mutter das Kind in den Armen hält und einfach nur dem Kind in die Augen starrt oder schaut. Eine Frage, wo ist der Vater? A question, where's the father? Yes, of course, with the father. But generally, it's with the nursing and the feeding of the babies when that happens, and of course with the father. We don't want to leave out the fathers at all, of course not. Also wir möchten die Väter nicht vergessen, natürlich nicht. And when I think about it, it's such, with most mothers and fathers, it is such a natural thing that we do naturally for many years. How the mother holds the baby, how the mother gazes at the baby, how the mother's facial expressions respond to the baby's facial expression, and vice versa. I love to observe it when the mother does not know I'm observing. It's like this relationship, this conversation is going on between this tiny baby that just came into life and all of the work that's going on and on and on. Und es ist das die natürlichste Sache auf der Welt, wenn die Mutter das Kind in den Armen hält und sozusagen eine Konversation stattfindet zwischen dem Kind und der Mutter durch die Mimik. Also die Mutter reagiert auf die Mimik des Kindes und andersherum. Und ich liebe es, das auch zu betrachten, wenn die Mütter nicht wissen, dass ich betrachte. But what happens in the States, and perhaps here in Austria and Germany, is our babies are going off to group care, child care, at a younger age. And that's why it's critical that the carers in group settings understand that this is important for them and the child also. Also Kinder gehen jetzt immer früher in so Kindestagbetreuung und also immer die Kinder werden immer jünger, es ist immer, das Alter wird immer, sie gehen bald mal in die Tagesbetreuung und es ist wichtig, dass man weiß, dass eben das, was wir vorhin besprochen haben, dass die Mutter-Kind-Beziehung dabei nicht verloren geht. But the carer's relationship with his child is different. But in the caring, which should take time and spend time, one-on-one time in the diapering and in the feeding, is when the child gets the information about themselves, is how the carer provides care, helps the child to understand that they also are a unique human being, and they develop this feelings of self-awareness. Und was auch wichtig ist bei dieser Tagesbetreuung, ist, dass man merkt, dass es auch eine andere Beziehung ist und egal was der Pfleger gerade macht, ob es die Windeln wechseln ist, füttern, dass er dem Kind auch klar macht, auf eine Art und Weise, dass es auch das versteht, dass der Pfleger auch ein selbstständiges menschliches Wesen ist und das Kind ihn auch als solches anerkennt. But in child care, where you're required to care for maybe 3 or 4 children at a time, it's very hard and the carer feels pressured to give care in a hurried way. And we try, in my work, I try to help them to slow down and take their time. Und in unserer Gesellschaft sind die Pfleger immer dazu, sie sind sehr gehetzt, sie sind gezwungen, ihre Arbeit schnell zu erledigen. Und in meiner Arbeit
möchte ich einfach auch die Pfleger dazu animieren, einfach das Ganze langsamer zu machen und dass sie einfach ihre Zeit nehmen, die sie brauchen. In my work, when I consult with childcare programs, when they say we can't slow down, we have to hurry, then they bring me to sit with them in the classrooms and help them to understand where they should put a lot of their time and energy and where some things are not very important for them to do. Und wo diese Pfleger sehr, sehr gestresst sind und wirklich ihre Arbeit immer schnell erledigen müssen, die rufen mich dann an und ich sitze dann zusammen und zeige ihnen, in welchen Bereichen es wirklich sehr wichtig ist, sich Zeit zu nehmen. And in our weekend seminar, when we have more time, those are the kinds of things that we will cover, is where are the important things and how do we create the environment so that we can give one-on-one time with the child. Und in unseren Wochenendseminaren baue ich auch darauf auf, wo wir jetzt diese Zeit unbedingt investieren müssen, um so auch eine gute Umgebung für das Kind zu bekommen. Und ja, auf das bauen die Seminare am Wochenende auf. Just last week I was with a center where a child, the staff perceived that she was delayed in her development because she was not yet walking. Ja, und vor einigen Wochen hat mir jemand gesagt, dass ein Kind einfach in der Entwicklung hinten nach ist, weil das Kind noch nicht zu dem Zeitpunkt laufen konnte. And so the caregiver wanted to have permission to hold the baby's hands and teach her to walk. Und weil das Kind noch nicht laufen konnte, wollte der Pfleger die Erlaubnis mit dem Kind, das Kind zu halten und dem Kind das Laufen beizubringen. And so I asked her, how does the mother elephant teach the baby elephant to walk? Also habe ich sie gefragt, wie geschieht das eigentlich bei Elefanten? Wie kann die Mutter dem kleinen Elefant beibringen zu laufen? And she said, well, they don't. So I said, do you mean that nature made an animal with a smaller brain, less sophisticated, able to learn to walk on its own, and yet made a human baby with a more sophisticated brain and ability have to be taught? Also fragte ich sie, ist es möglich, hat die Natur das so gewollt, hat die Natur das so gemacht, dass ein Tier mit einem kleineren, nicht so leistungsfähigen Gehirn geschaffen, dass der Elefant dann selber laufen kann und wieso sollte die Natur dann ein menschliches Wesen erschaffen, das eigentlich ein größeres Gehirn hat, aber dem beigebracht werden muss zu laufen. Wieso sollte sie das tun? Does it make sense? So I worked with her to help her to understand all of the cues or all of the things that was happening with the baby that made me believe when the child is ready, she will walk, because she's already doing all of these things really well. She had wonderful language skills, even at her age, and was able to communicate in very effective ways, and her movements were very nice. She just was not ready to turn loose and walk. Also macht sich diese Frau klar, dass das Kind sehr wohl sehr weit ist. Das Kind hat eine sehr gute Sprache und die Bewegungen sind sehr kontrolliert. Und ich musste ihr auch klar machen, dass sie es einfach im Moment noch nicht bereit ist, loszulassen und selber zu gehen. Aber dass das Kind das sicher noch alleine schaffen wird, keine Hilfe braucht. And I reminded her of Magda's words, in time, not on time, because babies are not born with a schedule. Ja, und da erinnerte ich sie an Magda Gerbers Worte, dass es Zeit braucht,
aber also dass man sich Zeit nehmen soll und dass es keinen sozusagen vorgefertigten Plan gibt, der sagt so, dann und dann muss diese Entwicklung stattfinden und ja. So now do we have questions, comments? Gibt es irgendwelche Fragen? What ifs? Ich hätte eine Frage. Und zwar, in welchem Alter kommen die Kinder in Amerika typischerweise in die Kinderbetreuung? At what age do children in America come into daycare? As young as 6 weeks old. Sometimes 6 weeks old. Denken Sie, dass das eine Auswirkung auf die amerikanische Gesellschaft hat? Do you think it has something to do with American society? Does it affect American society? I think it affects children. I think it affects children. But I also have to say that we are trying so hard to help people who give parents and professionals to understand how important those first 3 years are. Also es betrifft das Kind auf jeden Fall, aber wir versuchen wirklich den Eltern klarzumachen, wie wichtig es ist, in diesen ersten 3 Jahren für das Kind da zu sein. The World Health Organization, and it's available for anyone to read, did some research years ago that, and I don't think the figures have changed very much, that in America less than 10% of the infant care is good for children. About 40% is mediocre, and the rest is harmful. And so much of it is tied to money, but most of it is tied to we don't know. And when people hear that, they respond similar to what I heard. Ugh. But I say that that's not the worst part. The worst part is we all think we are part of that 10%. We don't know that we don't know. Also es gibt von der World Healthcare Untersuchungen, die zeigen, dass diese Tagesbetreuung von den Kindern in diesem Alter, also 10% nur gut für das Kind ist, 40% ist eher fraglich und der Rest ist wirklich nicht gut fürs Kind. Und die schlimme Sache ist, dass wir alle glauben, dass wir zu diesen 10% dazugehören. But we have many wonderful programs such as RIE, and in California we have a program that's really very well funded called Programs for Infant, Toddlers, and Caregivers, who are trying very hard to work with people, our colleges and universities also, in helping about the people to know the importance of those first 3 years. Also wir haben aber ganz tolle Programme in Kalifornien, die den Leuten beibringen, wie wichtig es ist, die Kinder in dieser Phase des Lebens zu erziehen, richtig zu erziehen. And I think it also comes from not only our society, but I've talked with people in Europe, in that our perception of the baby is that it doesn't matter, they're just little. Ja, und ich habe auch zu Leuten in Europa gesprochen und die denken, ja, das ist eigentlich nicht sehr wichtig, was das Kind will, weil die sind ja noch klein. And my message to people is it does matter. Und ja, meine Message ist, es hat doch viel. And in our child care centers, we try to encourage programs to have primary caregivers, like one person assigned to a specific group of children, with maybe a helper, and then that person stays with that child until they are about 3 or even 5 years old, that they stay with that group of children. Und wir möchten, dass es Pfleger für jedes Kind ein Pfleger gibt, vielleicht noch ein Helfer, der dann für einen längeren Zeitraum mit dem Kind zusammenbleibt, dass sich das nicht immer abwechselt. And the reason for that is we want to create an environment for that relationship
and protect that relationship until the child gets older. Und der Grund dafür ist, wir möchten eine Umgebung für diese Beziehung erschaffen, sodass sie auch stattfinden kann. And that has really come into its own in the last few years. But I will tell you that I learned that at Pickler in 1986 because that's how they cared for their babies. Und ich kann euch sagen, das kommt jetzt immer mehr, aber ich habe das bei Pickler gelernt und genau das ist der Weg, wie sie auf die Babys aufpassen. The only difference is what I learned from Pickler was in a residential care area that has its own unique challenges. And in the States, we no longer have residential care, and we have group care where the children come and go home with parents, and that has its own unique challenges. Also der Unterschied ist nur, ich habe das Ganze in einer Residenz für Pflege gelernt und mit ihren eigenen einzigartigen Herausforderungen. Und der Unterschied ist, dass es in Amerika jetzt andere Anstalten gibt mit anderen einzigartigen Herausforderungen. And when Magda was with us and I was her student and worked with her, she would often say, children should not be raised in group care. Ja, also in Amerika gibt es Gruppenpflege und Magda Gerber hat mir immer gesagt, also als ich noch Studentin bei ihr war, dass Kinder niemals in Gruppenpflege auferzogen werden sollten. But what I learned at Pickler, where they did have the children in residential care, is that they were able to foster these kinds of relationships that built this attachment with the infants and the toddlers. Und was ich in der Residenz gelernt habe, ist, dass es da doch möglich ist, diese Beziehung zu fördern, um auch die Verbundenheit mit dem Pfleger möglich zu machen. But even then, in 1986... There's a question. Oh, okay. What's the difference between residential care and group care? I didn't understand. Oh, the residential care is we don't have the parents at home who are with the children in one way. It's more, I hate to use this term because it's not controlled, but it's more controlled with the primary care. She's the one who really cares for the child, and then they have parents, but it's a different kind of situation. And so they were working with that situation about children who would be returned to the family eventually or maybe be adopted. And they wanted to have that child with their abilities to attach and be with a family. In group care, the children come to us in the morning and then they go home in the afternoon, and it's different kind of relationships. Alles verstanden? Soll ich es nochmal übersetzen, oder? But now at the Pickler Institute, they are having group child care where parents come and bring their children and go home. And I tend to agree with Magda. I wish that at least one of the parents could stay home. But it seems in our society, parents have to go to work. Ja, also wie gesagt, ich stütze mich auf Magda Gerbers Aussage, dass Gruppenpflege nicht sinnvoll ist und dass wenigstens ein Elternteil zu Hause bleiben könnte in Amerika. In Amerika ist es halt eher so, dass beide Eltern berufstätig sind und das nicht möglich ist. Und was jetzt da anders ist an der Residential Care, wie sie sagt, ist, dass die Kinder für einen längeren Zeitraum in dieser Betreuung bleiben und man versucht eben eine Verbundenheit zu den Eltern nachher aufzubauen, die sie nachher zum Beispiel adoptieren. Und in Amerika, da gibt es die Tagesbetreuung, die kommen am Morgen und gehen am Abend wieder, und das bietet halt nicht die richtige Umgebung, um diese Verbundenheit mit Pfleger herzustellen. Ja. I was with Magda in a seminar
just before she retired, and during that time she would often want one of her students to be with her, and I had organized this for some of my colleagues. Also in der Zeit, wo ich noch mit Magda studiert habe, wollte sie immer, dass ein Student mal länger bei ihr bleibt. And so that day she kept saying, should babies be raised in group care? And all of the people worked in group care. Und sie sagte immer an diesem Tag, ja, sollten eigentlich Kinder in Gruppenpflege erzogen werden, aufgezogen werden. And I was becoming somewhat annoyed because she kept asking the question throughout the day. Und mich nervte das irgendwie, weil sie das immer wieder die Frage stellte, und das war ja Gruppenpflege in dem Sinn. And so I said, Magda, there is not a person in the room who believes that babies should be raised in group care. Und also sagte ich zu Magda, es gibt keine einzige Person in diesem Raum, die glaubt, dass Gruppenpflege stattfinden soll. But the reality is they are being raised in group care. Aber die Realität ist, dass es doch stattfindet und dass die Kinder so aufgezogen werden in Gruppenpflege. And so what we want from you is tell us, how do we make it so they are not hurt or damaged? Und die Frage, die ich euch jetzt stelle, ist, wie machen wir das, ohne dass sie bleibende Schäden davontragen oder verletzt werden? And Magda was about this tall, and she had these sparkly little eyes, and we had this wonderful, fun relationship. And she looked at me and says, Palaka, I don't deal with reality, you do. So you figure it out and you teach them. Und also Magda war ungefähr so groß, mit wunderschönen Augen, und sie sah mich so an und sagte, Paulaka, ich beschäftige mich nicht mit der Realität, das solltest du machen, und du solltest dann auch den Leuten das beibringen. And so that has become my life's work, is to figure out how to be with infants in groups. Und das bekam zu meinem Lebenswerk. Wie kann ich mit Babys in Gruppen zusammen sein? Because I believe in this world, that's what's going to be happening. My last hope was they're not going to be doing it in Germany and Switzerland and Austria. But in the more recent years, I'm hearing that babies are going into group care centers. Und ich hoffte, dass es in Österreich, Deutschland und so weiter nicht so wäre mit der Tagesbetreuung, aber es wird jetzt immer mehr. Und ja. And so when I was with Anna this summer, I said to her, I hope you continue the research and help, because I need to understand so I can help others, because we want so much for our children. Und ich sagte Anna, die ich diesen Sommer wieder mal getroffen habe, dass sie weitermachen sollen mit den Untersuchungen, weil ich muss das verstehen, wie man richtig mit den Kindern umgeht. But most of all, I want to help our parents, because being a parent is hard work. Aber am meisten brauche ich die Eltern, weil ein Kind zu haben ist harte Arbeit. I've often said that parents who said they would never think of hitting their child probably never had to dress an 18-month-old or reason with a 15-year-old. Ja, also ich hatte schon Eltern, die sagten, sie würden niemals ihr Kind schlagen, aber die hatten wahrscheinlich noch nicht einen 15-Jährigen oder einen 18-Jährigen. And as we bring this to a close, because our time is ending, I have a handout I would like to share with you. It's a little poem that I just love, and so I will. You can take it with you. Also hier ist noch ein Handout, weil wir kommen langsam zum Schluss. Das könnt ihr euch dann nachher noch mitnehmen. If you are a parent, I hope you will take that message home and hold it in your heart. And if you are someone who works in group care, especially if you work with toddlers, I wish you well. And I encourage you also to slow down and enjoy the children and let your babies be babies. Also wenn ihr Eltern seid, bitte ich euch das von Herzen mitzunehmen
Und wenn ihr professionelle Pfleger seid, bitte auch darauf zu achten, einfach ein bisschen weniger Tempo, langsamer werden. Ja, bitte das einfach mitzunehmen. Chances are babies who are being born today are going to live to be way past 100 years old. Also Babys, die heute geboren werden, die werden wahrscheinlich älter wie 100 Jahre sein. And they don't have to do everything in the first 3 years. Und sie müssen ja nicht alles in den ersten 3 Jahren machen. And I try to reassure them that the video games and Disneyland will most likely be there when they turn 14 and 15. Und ich versichere denen, dass Disneyland und die ganzen Videospiele auch da sein werden, aber dann erst später mit 14. And as much as I love computers, I encourage parents, let them to learn to use this computer up here before they get on the keyboard. Und obwohl ich sehr die Computer liebe, sage ich den Eltern, dass die Kinder zuerst lernen sollen, mit diesem Computer hier umzugehen, bevor sie einen anderen nehmen. Is it okay? So you get to come to California? If you want to email me, it's my name, Polly Elam, at AOL.com. If you have a question or a comment, you may email me. Just please put rye or baby in the subject line, because I get so many other emails that if I don't recognize the people, I delete them. And I do respond to all the emails. I promise I do. Also ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Nur wichtig ist, dass ihr beim Betreff R-I-E oder Baby reinschreibt, weil sie bekommt so viele E-Mails, dass sie einfach weiß, worum es geht, und sie wird euch auch ganz sicher zurückschreiben. Also polyallen@aol.com. I thank you for participating in this. I always go home with my heart full of hope, because it's people like us who are going to hold this world together. And that's what I want. I want this world to be. Und ich danke euch wirklich, dass ihr hier teilgenommen habt, und ich nehme immer das mit meinem Herzen mit. Ich gehe voller Hoffnung nach Hause, weil ihr seid die Zukunft. Thank you.